Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause super leckere und fluffige Käsebaguettes backen könnt. Die ideale Beilage für jedes Buffet oder Grillabend. Dafür als erstes einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Teelöffel Zucker sowie 200 Milliliter lauwarmes Wasser dazugeben und mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Wasser-Mischung anschließend zusammen mit 325 Gramm Mehl und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten, aber noch leicht klebrigen Teig verkneten. Wenn das erledigt ist, die Arbeitsplatte etwas bemehlen, den Teig auf die bemehlte Fläche geben, mit einem Messer einmal halbieren und danach können wir auch schon anfangen, die Baguettes in Form zu bringen. Dafür die Teigstücke zunächst ein paar Mal im Mehl wenden, dann mit den Händen etwas flach drücken und mit einem Nudelholz zu einem länglichen Teigfladen in etwa auf die Größe des Backblechs ausrollen. Zum Schluss müssen wir den Teigfladen nur noch von der Längsseite her wieder aufrollen, das Ganze für die zweite Teighälfte wiederholen und so zwei längliche Baguettes formen. Die Baguettes kommen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, mit einem Küchentuch abdecken und für 45 bis 60 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Das Volumen der Baguettes sollte sich nach der Ruhezeit deutlich vergrößert haben. Jetzt mit einem scharfen Messer beide Baguettes jeweils 3 Mal längs einschneiden. Zum Schluss mit ein paar Scheiben Käse belegen. Und so kommen die Baguettes dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 18 bis 20 Minuten, bis der Käse geschmolzen ist und eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. So sehen die fertigen Baguettes dann aus. Anschließend auf dem Blech oder einem Gitter etwas abkühlen lassen und danach am besten sofort servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.